Willkommen bei Stuttgart 21. Am Gebhard-Müller-Platz, einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in der Stuttgarter Innenstadt, modernisiert und verlängert die Deutsche Bahn im Zuge von Stuttgart 21 den Straßentunnel der Bundesstraße 14 und schafft so mehr Platz für Fußgänger inmitten der Stadt. Der Tunnel besteht aus zwei getrennten Röhren. Die Weströhre ist bereits fertiggestellt und in Betrieb. Nun entsteht spiegelbildlich die Oströhre. Direkt unter der Willy-Brandt-Straße ist der Tunnel-Südkopf des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs entstanden. Für dessen Bau musste die alte Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie weichen. Die neue Haltestelle Staatsgalerie wurde 30 Meter westlich platziert und liegt 3 Meter höher. Dadurch ergab sich die Chance, den bestehenden Straßentunnel in offener Bauweise um 240 Meter zu verlängern und 110 Meter davon zu überdachen. Zudem wird der 1973 errichtete Bestandstunnel komplett saniert. Die Arbeiten an der Oströhre laufen auf Hochtouren. Die Baustelle ist in 4 Baubereiche gegliedert: Rampe, Tunnel, Bestand sowie Bestandsrampe. Im Neubaubereich der Rampe wird zunächst die Baugrube gesichert. Dafür entsteht ein sogenannter Berliner Verbau. Das ist eine gängige Baugrubensicherung, die vor allem in innerstädtischen Bereichen eingesetzt wird, weil sie platzsparend ist. Zunächst werden in 12 Metern Tiefe sogenannte H-Stahlträger in Abständen von etwa 2 Metern eingebracht. Für die Bohrlöcher war eine 120 Tonnen schwere Bohrmaschine im Einsatz. Die Träger ragen später in die Baugrube und dienen während der Bauzeit als Führungsschienen für die Wände zwischen den Stahlträgern. Für zusätzlichen Halt werden die Träger mit Ankern gesichert, die schräg in den Boden gebohrt werden. Dafür ist eine 30 Tonnen schwere Maschine unterwegs. Die besondere Herausforderung: unter der Straße verlaufen Wasser- und Gasleitungen. Jede Bohrung hier ist Millimeterarbeit. Wird Beton zur Stabilisierung der H-Träger eingebracht, kann der Boden leicht ansteigen. Die Deutsche Bahn überwacht deshalb die Lage der Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Hilfe von Messpunkten. Die Baugrube wird stufenweise abgegraben. Nach jedem abgetragenen Abschnitt wird die Baugrubenwand mit Spritzbeton gesichert. Diese sogenannte Ausfachung stützt das Erdreich und sorgt für Stabilität während und nach den Bauarbeiten. Im nächsten Bauteil des Tunnels laufen bereits die Arbeiten an den Tunneldecken und Wänden. Die Arbeiter montieren auf der Schalung die Stahlbewehrung, die später für Stabilität sorgt. Anschließend pumpt eine Betonpumpe den frischen Beton in die Schalung. Mit Rütteln und Glätten wird der Beton verdichtet, bevor er aushärtet und die Schalung wieder entfernt werden kann. Die Verlängerung des Tunnels besteht aus 11 überdachten Tunnelblöcken mit einer Länge von jeweils 10 Metern. Direkt nebenan wird der Bestand der alten Haltestelle Staatsgalerie abgebrochen, bevor es dann weitergeht mit den Arbeiten am Tunnelbestand. Dabei kommen leistungsstarke Bagger zum Einsatz. Stück für Stück wird der alte Beton gelöst, zerkleinert und abtransportiert. Während der Bauzeit ist es ebenso wichtig wie herausfordernd, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Für die Arbeiten an der Weströhre wurde deshalb im Bereich der Oströhre eine Behelfsbrücke über den Tunnel Süd gespannt, so dass der Verkehr weiter über die Baustelle für den künftigen Durchgangsbahnhof fließen konnte. Nun ist die Brücke zurückgebaut und die Tunneldecke Süd freigelegt, da der Verkehr durch die bereits in Betrieb genommene Weströhre fließen kann. Was hier bereits geschafft ist, wird nun auch an der Oströhre angepackt. Wenn ihr auch in Zukunft keine Neuigkeiten mehr rund um das Großprojekt Stuttgart 21 verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal.